herzlich willkommen bei Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Ich bin Alexander Stein und begrüße euch recht herzlich zu der heutigen Sendung, auf die ich mich schon ganz besonders freue, weil ich selber auch ein Faible für das Thema habe. Wir reden heute nämlich vor allem über Soziokratie 3.0. Und dazu möchte ich erstmal meinen geschätzten Vereinskollegen und Co-Host Per Jochumsen begrüßen und unseren heutigen Gast, unsere Gästin, schalt mal um, Elissa Wittke. Arbeitet bei Lexware und hat dort unter anderem auch mit Soziokratie 3.0 Erfahrung gemacht. Wir kennen uns tatsächlich auch schon von vor einer Weile, als wir zusammen in einem Kurs bei James Priest und seiner Kollegin, der mir jetzt der Name entfallen ist. Wie bitte? Die Lilly. Genau, die Lilly. Haben wir uns kennengelernt. Auch zwischendrin auch mal in Breakout-Sessions und so weiter. Und jetzt sehen wir uns wieder, um heute über deine Erfahrungen zu sprechen. Und Per und ich werden natürlich ein bisschen reinwerfen, welche Erfahrungen und Kenntnisse wir schon alle mit zu S3 in der Abkürzung auch gesammelt haben. Herzlich willkommen, Elissa. Danke euch für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch schon. Sehr Haben wir ja schon vor einer Weile vereinbart, da konnte sich schon viel Vorfreude aufbauen. das ist richtig. Genau, wir sind ja noch gerade aus der Sommerpause raus und wir gehen jetzt in das letzte Quartal mit rein. Deshalb wird es auch im Studio mal ein bisschen kälter. Man sieht schon, wir haben jetzt auch wieder unsere dicken Pullover an. Apropos kälter, bevor wir einstarten, machen wir ganz kurz eine Werbepause, weil wir müssen ja tatsächlich die Heizung auch bezahlen. Ah, das war ja eine elegante Überblendung. Ich bin dran, ne? Mhm. Also eine der unangenehmen Wahrheiten, die man sich mal stellen muss, ist ja, dass das Verhalten meiner Mitarbeitenden am Ende das Ergebnis meiner Führungsarbeit ist. Das heißt, wenn ich da immer das Gefühl habe, die kommen nicht zu Potte, die übernehmen keine Verantwortung, ist es halt dummerweise in der Leadership-Rolle so, dass ich mir die Frage stellen muss, was trage ich dazu bei, indem ich Dinge tue oder nicht tue. Willst du auch lernen, wie du dein Leadership effektiv verbessern kannst? Dann lass uns gerne darüber reden in einem unserer Certified Agile Leadership Kurse bei IT Agile. Und möchtest du auch hier Werbung platzieren oder uns Worte in den Mund legen, das geht nämlich tatsächlich auch, dann melde dich einfach per E-Mail unter info@agiler-norden.de. Und für alle, die sich jetzt wundern, der Agile Norden e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, den wir als Dachvereinigung, also Veranstalter dieser Meetup-Reihe und auch anderer gegründet haben und die das Ganze hier mit in der Organisation auch gestalten. Grundsätzlich dann auch, ne, ihr kennt das Ding ja, liken, subscriben, kommentieren, in den Chat reinhämmern, wenn ihr gerade live mit bei der Premiere dabei seid. Alles, was Engagement angeht, erhöht unsere Reichweite und sorgt dafür, dass mehr Leuten unser Content ausgespielt werden und die vielleicht dann auch mal etwas darüber lernen. Zum Beispiel heute über S3. Und damit sind wir wieder bei dir, Elissa. Also dann haben wir den Werbeblock nämlich durch und können direkt starten. Kannst du uns mal ganz kurz einen Abriss geben, wer du bist, was du machst und inwieweit du jetzt schon Erfahrung mit S3 gesammelt hast? Gerne. Mein Name ist Elissa Wittke. Ich arbeite bei Lexware hier in Freiburg vor Ort. Genau, da in der Rolle als Scrum Masterin. Ich habe das vorher auch schon in 2 anderen Unternehmen gemacht, in einem mittelständischen, danach bei einem schnell gewachsenen, aber trotzdem nicht ganz so großen wie Lexware. Und mit S3 bin ich tatsächlich jetzt retrospektiv schon vorher in Berührung gekommen. Wir haben so bei dem Arbeitgeber davor einzelne Aspekte davon genutzt, ohne dass ich wusste, dass es aus diesem Kochbuch, wie James und Lilly ja gerne sagen, kommt. Und so richtig strukturiert bin ich dann damit bei Lexware in Berührung gekommen und habe gemerkt, dass wir das nutzen und dass es da Begriffe und Definitionen für gibt, fand es super spannend und habe dann gesagt, ja, ich will das nicht nur hier in der Praxis erfahren, sondern mir ganz professionell aneignen und habe dann mit einer Kollegin zusammen die Schulung bei James und Lilly gemacht. Die war ja komplett remote, was aber, finde ich, super gut funktioniert hat, wie die es gemacht haben. Ja, war echt schön. Wie bitte? War also in Anführungszeichen für ein Remote-Format war das Ding echt gut. Eine schöne Mischung aus Präsenzveranstaltung, Lerntexten, Video. Also du meinst, was heißt jetzt Präsenz? Du meinst interaktiv? Also ja, genau. Also weil Remote. Genau. Ja, du hast halt, aber präsent im virtuellen Raum. Also nicht so nicht vor Ort, Monologe nein. und Vorträge, sondern. Also war definitiv einer der besseren Online-Kurse, die ich machen durfte bisher. Also ich finde. Und da haben wir schon. Dass Moment, kannst du den Satz nochmal wiederholen, weil da sind wir einmal abgehakt. Ich finde, das war auch sehr durchgehend authentisch in dem Sinne, dass sie
das, was sie mit S3 vermitteln oder uns mitgegeben haben an Framework und Methoden, haben sie ja auch selber direkt genutzt in dem Kurs. Ja. Ich finde, maximale Selbstorganisation, maximale Verantwortung für den eigenen Lernfortschritt. Wir hatten ein Jahr Zeit, um alle Aufgaben abzugeben, aber danach wäre der Zug dann auch abgefahren gewesen. Mhm. Genau, und jetzt im November werde ich noch den praktischen Teil mitmachen. Da gibt es dann eine Inhouse-Schulung hier auf dem Haufe Campus, da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, ich finde, es war, was jetzt so die Anwendung angeht, ein bisschen wie es halt oft ist mit Trainings und Workshops. Dann kommt er raus und denkt, ja, geil, das mache ich jetzt die ganze Zeit, auf jeden Fall. Und dann kommt die Realität. Und es passt irgendwie dann doch nicht immer 100%, aber ich muss sagen, das war jetzt doch eine von den Frameworks, wo ich kennengelernt habe, jetzt vielleicht neben Scrum, das nutzen wir, würde ich sagen, zu 95%, so wie es sein sollte, ist es doch eine Sache, wo das passt und nicht so, ja, ich habe jetzt einen Hammer und deswegen ist alles ein Nagel, sondern es passt halt wirklich. Und das ist ja gerade das Coole bei S3, dass du halt nicht das Ganze anwenden musst, damit es funktioniert, sondern die Sachen, die halt gerade je nach Situation passend sind. Und da gibt es doch einige, die ich fast täglich jetzt verwende. Das finde ich sehr cool. Wie erklärst du S3 deinen KollegInnen? Wenn die fragen, was ist das? Also ich würde sagen, das ist ein Werkzeugkoffer, der uns hilft, unsere Zusammenarbeit konstruktiv zu gestalten. Und ich bin die Person, die weiß, was in dem Werkzeugkoffer drin ist und euch dann das Passende anreichen kann, je nachdem, wo ihr dann rumschraubt. Wie so ein Caddy beim Golfen. Könnte man sagen, genau. Das ist ja witzig. Ich beschreibe S3 immer am liebsten sehr, sehr mechanisch, weil mir das persönlich mehr liegt, aber als Pattern Library, also als Musterbibliothek, so wie du sagst, Werkzeugkoffer, du hast halt eine Sammlung an verschiedenen Handlungsmustern. Also Abläufen, ne? Prozesse kannst du da finden oder verschiedene Verhaltensmuster, Strukturen. Und genau, wie du es auch gesagt hast, du pickst dir denn die raus, die gerade für die Situation passend erscheinen. Und das ist, finde ich, der große, und da kannst du mich gerne auch verneinen oder bestätigen gleich mit eurer Erfahrung. Aber soweit ich das angewandt habe und soweit ich S3 verstehe, ist für mich der große Vorteil, dass es in der 3.0er-Version vor allen Dingen, historisch kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber in der 3.0-Version explizit als diese separaten Muster auch aufgebaut ist, sodass ich wirklich ohne Schwierigkeiten nur die kleinste Struktur da rausnehmen kann und die bei mir einsetze. Also nur eine Entscheidungsfindungsmethode oder nur das Konzept der Domäne oder Domänenbeschreibung. Und ich kann den ganzen Rest weglassen. Und das macht natürlich zwei Sachen. Es macht wunderbar modular und wie du ja auch mir bestätigen konntest schon mal, kompatibel zu anderen Anwendungen. Kannst das bei Scrum reinpacken. Du könntest es auch in Wasserfall mit reinkippen, so kleinere Sachen und das Stück für Stück das Ganze umbauen. Und es macht auch die Einführung so angenehm. Ein bisschen das, was ja alle bei der Kanban-Methode so geil finden, ne? Start where you are, habe ich hier halt auch. Ja, ich kann so mit wirklich kleinen Änderungen, die auf erkannte oder anerkannte Probleme, sagen wir mal. Ne? Alle Unternehmen haben ja ihre Schwierigkeiten, aber nicht alle sehen die als Probleme an, die man auch lösen sollte und beseitigen. Aber das, was gefunden ist, da kann man entsprechend Ansätze aus diesem Werkzeugkoffer halt nehmen, wie du ihn beschreibst. Und dann Stück für Stück auch die Zugänglichkeit gestalten. Ja, das war eine sehr schöne Zusammenfassung, Alex. Danke. Und du hast schon angefangen, Ich wollte eigentlich sagen, wir sind hier aber für den Diskurs und nicht um mir recht zu geben. Nee, ich wollte anknüpfen. Ihr seid ja schon gerade so wunderbar dabei, das überhaupt zu erklären, S3, was das ist. Also ein Werkzeugkoffer, ne? Und Elissa ist diejenige, die weil das Werkzeug ihren KollegInnen anreicht, das Passende oder sich ein Gefühl entwickelt oder Erfahrung hat, um zu sagen, was ist das richtige Werkzeug. Du hast schon ein paar von diesen Werkzeugen angerissen, aber ich glaube, für Leute, die nicht so vertraut sind mit S3, vielleicht beschreibt ihr nochmal irgendwie etwas detaillierter, weiß nicht, 2, 3 Lieblingswerkzeuge, die ihr habt oder welche, die ihr wirklich sehr oft anwendet, weil sie einfach so hilfreich sind. Vermute ich, dass ihr sie deswegen so oft anwendet. Also am häufigsten nutzen wir definitiv die Consent-Entscheidung, weil ich habe den Eindruck, so intuitiv möchten wir Dinge oft tun, gerade wenn ein Team vielleicht auch noch nicht so lange zusammenarbeitet, noch nicht so viel Vertrauen besteht, dann, wenn alle dafür sind. Aber das ist natürlich schwierig zu erreichen und sehr zeitaufwendig. Deswegen ist es dann auch immer wieder meine Aufgabe als Scrum Masterin zu sagen, hey, wartet mal,
geht doch jetzt bitte erstmal mit einem Vorschlag rein und dann schauen wir, wie der sich noch verbessern lässt. Und das ist für mich die Essenz von der Consent-Entscheidung im S3, weil man fragt ja, gibt es entweder schwerwiegende und begründete Einwände, die entweder uns dabei unterstützen, ein Risiko, was gesehen wird, wenn wir die Dinge das jetzt so tun, wie gerade vorgeschlagen wird, oder gibt es Chancen, die wir noch nutzen können, wenn wir den Vorschlag noch verbessern. Die müssen integriert werden, das handhaben wir auch relativ strikt so. Oder Bedenken fragen wir auch immer ab und da ist halt ja, das kann auch einfach ein Bauchgefühl sein und da kann die Person, die die Entscheidung vorgeschlagen hat, dann sagen, nehme ich mir zu Herzen oder vielleicht auch nicht. Mhm. Okay, cool. Und andersrum, gibt es eine Methode, um die ihr bisher komplett rumgetänzelt seid, mit Absicht? Boah, es gibt so viele, ich glaube, da gibt es einige, die wir bis jetzt nicht benutzen, aber vielleicht eher aus Unwissenheit. Hast du schon mal mit dich an einer versucht und festgestellt, oh, das Werkzeug passte wohl doch nicht so ganz oder so? Also wir nutzen dieses Delegation Canvas recht viel und ich finde, das ist sehr umfangreich. Da kommt es mal vor, dass wir sagen, diesen Aspekt, den lassen wir jetzt erstmal außen vor, den brauchen wir gerade nicht. Aber was wir niemals auslassen, ist, dass ich glaube, mittlerweile heißt es Purpose, vorher hieß es Driver oder Treiber auf Deutsch. Und da verbringe ich auch gerne erstmal einen halben Tag damit, um das zu klären, weil das halt die Basis von allem, wofür machen wir das, was ist die Daseinsberechtigung von dieser Initiative oder diesem Team, weil dann kann man die anderen Sachen, die hinten dran folgen, in dem Canvas alle nochmal dagegen prüfen. Ja, jetzt sind wir bei den Verantwortlichkeiten. Okay, aber zahlen die jetzt darauf ein, was wir vorher im Purpose definiert haben? Und wenn nicht, ja gut, dann fliegt es gleich wieder raus. Und andersrum auch, haben wir jetzt in den Verantwortlichkeiten alles, was wir brauchen, um diesen Purpose gut zu erfüllen? Also ich finde, das ist wirklich, wenn man da schlampert, dann wird es hinten raus auch nicht besser. Dann wird es immer ungenauer. Bisschen wie wenn man zu viel rundet in Mathe. Dann schleift sich das auch immer weiter. Also da investiere ich gerne viel Zeit und das ist auch für kleine Sachen. Also dass ich immer irgendwie, keine Ahnung, hier, wir sollten 2 Entwicklerstellen ausschreiben. Ja, warum denn? Wofür denn? Was ist wirklich eure Motivation dahinter? Genau, ne? Welches, also du hast ja gesagt, ne, bisher war die Formulierung ja, ne, als Treiber, Driver, also welches Problem sehen wir da und welche Situation treibt das an? Wo wollen wir eigentlich hin? Ne? Was treibt uns an? Ne? Was ist das Motiv für unsere Aktion, also unsere Motivation? Und darauf leitet sich dann ganz viel ab. Ne? Das ist also definitiv ein zentrales Muster für einen der größten Bereiche auch in S3. Ne? Also S3 wird ja auf der Webseite sociocracy30.org ja auch als Landkarte auch dargestellt mit den einzelnen Mustern und in verschiedene Bereiche unterteilt, ne? In Werte, in Entscheidungsfindung, in Organisationsstruktur und so weiter oder auch operative Sachen und Governance und die Treiber nennst du da ja als ganz, ganz wichtigen Punkt, beziehungsweise jetzt als Purpose. Und das ist auch meine Erfahrung, ne? Wenn du die sauber machst, hast du einen riesen Vorteil. Und gleichzeitig, ne, bei anderen Mustern ist meine Erfahrung, wenn du sie halbgar machst, dann ist es halt nur halb so geil. Aber wenn du den Treiber tatsächlich, also den Purpose nicht sauber aufsetzt, dann hast du hinten raus sehr viel Scheiße. Ja. Und hast also sehr viele Probleme, weil oder du machst dir das Leben extrem viel leichter, wenn du damit arbeitest. Also das sehe ich auch als zentrales Werkzeug, jedenfalls von dem Bereich. Guck mal, und ich sehe, dass mein Wissen schon wieder ein bisschen outdated ist, weil ich nämlich noch bei Driver, also Treiber war und ich finde das... Ans Golfen denkst. Wieder ans Golfen mit dem Driver? Nee, ich weiß nicht, also während ich durchaus den Wert erkannt habe von dem Canvas und sowas und auch wie ihr gesagt habt, und sich da so intensiv mit zu beschäftigen, habe ich mit dem Wort Treiber mehr Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, mit Pubs kann ich mich eher... Das ist auch meine Erfahrung gewesen, dass, also vor allem bei diesem zentralen Ding, und ich glaube, deshalb haben Lilly und James da auch die Formulierung ja nochmal überarbeitet an vielen Stellen. Und vor allem der Treiber ist auch was, wo sie gemerkt haben, das ist sprachlich schwer zu übermitteln. Vor allem an Nicht-Native-Speaker, weil es auch so ein zentrales Konzept ist in dem Bereich der Anwendung von S3. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, auf Deutsch, dass jetzt dann Treiber vielleicht auch eher wie so ein Antreiber klingt und was Negatives. Und im Englischen ist es das überhaupt nicht. Der Drive ist ja was total Positives, das zu haben. Ja. Genau, und bei uns ist es einfach anders konnotiert, obwohl der Antrieb ja auch das wäre, aber ja, ne, das hat so eine leicht negative Ich weiß nur noch ganz genau, dass ich mich einfach von der Begrifflichkeit ein bisschen schwer getan habe und deswegen ein bisschen brauchte, um irgendwie den ja doch hohen Wert von dem Werkzeug irgendwie so für mich zu erkennen, weil das erstmal ein bisschen gerumpelt hat. Ja. Und
genau, da fallen mir mal 3 Sachen, finde ich persönlich, oder habe ich festgestellt, fallen den Leuten meiner Erfahrung nach sehr schwer mit S3. Und da würde ich gerne mal deine Meinung auch zu finden. Das eine ist halt bestimmte Begrifflichkeiten, aber das hast du in allen Methoden, ne? Wenn die Leute nicht wissen, was ein Konsens und was ein Consent ist und so weiter, ne? Dann bleibt viel Verständnis auf der Strecke, und Treiber ist da sehr zentral für mich. Das andere ist dieses Konzept des offenen Frameworks, also dieses modularen Werkzeugkoffers. Die meisten Leute, und das fand ich auch so bezeichnend in dem Kurs, wo wir gemeinsam waren, dass Im LKW. ja, sehr viele Leute, ja, hier hat einer gehupt im Hintergrund, dass sehr viele Leute gedacht haben, sie verstehen das Konzept nicht, S3, weil sie das große Ganze nicht gesehen haben. Aber S3 ist absichtlich nicht so aufgebaut, dass das alles zusammenhängt, sondern es ist halt lose und modular miteinander verknüpfbar. Aber anders als bei einem Wasserfall, der dann sauber aufläuft, oder selbst ein Scrum, wo du halt dann Zeremonien hast, in denen die Rollen irgendwie miteinander interagieren und einen Zweck erfüllen. Ich glaube, da würden die Leute, genau. Bei Scrum würde man eher sehr zusammenzucken, weil man sagt, ach, das ist ja ein Baukasten, wir lassen die Retros mal weg. Oder die ja, steht ja sogar am Ende drin, ne? Du musst alles machen, damit du es als Scrum auch bezeichnen darfst. Ja, ne? ja. Und bei S3 ist es so, ein bisschen wie bei Kanban, wo sobald du anfängst damit, darfst du es Kanban nennen, und du musst halt kontinuierlich was verändern, damit du es Kanban weiterhin nennen darfst. Und bei S3 ist halt, sobald du da einen Baustein machst, darfst du halt auch sagen, dass du S3 benutzt oder dich da, ne, mit orientierst. Da sind die Schöpfer nicht so streng mit, was ich ganz angenehm finde. Aber das hat meiner Erfahrung nach tatsächlich auch viele überfordert, und viele, ne, mehrere Leute auch in den Einzelgesprächen dann im Kurs, die haben gesagt, ich ralle es nicht. Und wenn ich gefragt habe, ja, was hast du denn bisher verstanden, war das völlig in Ordnung, ausreichend. Also die haben es gegriffen, aber sie dachten, da ist noch mehr, weil sie so durch andere Weiterbildung darauf trainiert waren, dass das irgendwie nochmal zusammenlaufen muss. Und nee, das ist Ja, das ist interessant, dass du das beschreibst. Mir ging es überhaupt nicht so. Aber ich glaube, ich arbeite jetzt auch schon lange genug in der agilen Bubble, dass es für mich voll okay ist. Irgendwie hier ist ein Stückchen, dann gucken, wie funktioniert es. Und dann machen wir das nächste Stückchen, gucken, wie funktioniert das. Und das halt so, das große Ganze kann für mich sehr vage sein. Und es ist sogar gut, wenn das noch nicht so konkret ist. Also klar, wofür wollen wir irgendwie unser Produkt machen? Wofür sind wir als Team hier und kommen jeden Tag her und arbeiten zusammen? Aber ich muss jetzt nicht genau wissen, in 3 Monaten wollen wir das und das Feature ausliefern. Und ich fand das intuitiv sehr einfach zugänglich, das S3, aber liegt vielleicht auch dran, dass ich jetzt als Scrum Masterin schon einen Augenblick arbeite. Davor habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, und die war auch sehr prozessorientiert, sehr, okay, was ist jetzt im Moment und was gibt es da Positives raus, wo wir weitergehen wollen, oder gibt es noch irgendwas Negatives aufzulösen? Und ja, aber finde ich spannend, dass du das so beobachtet hast. Ich erinnere mich, da gab es manchmal so Fragen, wo ich dann dachte so, hey, ich verstehe die Frage. Ja, also genau. wie kam es, also gar nicht jetzt, ich will mich jetzt nicht lustig machen über die Leute, ich fand es halt schwierig nachzuvollziehen, aber vielleicht, wenn man sonst ganz anders arbeitet und so irgendwie in einer ganz anderen Realität unterwegs ist, dann ist es womöglich schwierig, sich da reinzudenken in dieses, hier ist ein Vorschlag und du nimmst dir das mit, was für dich funktioniert, und den Rest kannst du auch erstmal wieder vergessen. Und wenn du das nächste Mal eine Lösung suchst, dann wird es dir einfallen, dann hast du es irgendwo im Hinterkopf und dann fällt dir das wieder ein, und dann kannst du ja nochmal googeln und dann hast du es ja sofort. Ja, und genau, und da habe ich so gemerkt, so, das spaltet die Leute in 2 Lager, ne? Wie du sagst, Leute mit Vorerfahrung, die mit offenen Konzepten, mit losen Frameworks, ne? mit schlanken, leichtgewichtigen Lean-Geschichten Erfahrung haben, die kommen da sehr gut rein, und andere tun sich da dann schwer. Vor allem, und das ist mein dritter Punkt, weil es dann auf der konkreten Ebene, also in den einzelnen Mustern, sehr mechanisch abläuft teilweise. Ich muss da vor allem dran denken an die Gesprächsrunden und das Auflösen von, wie heißt es denn auf Deutsch? Von Einwänden. Also erstmal das Identifizieren von was ist denn Objective und jetzt fehlt mir das Wort nicht. Es gibt den Widerstand und Bedenken. Ja, ich weiß, was du mir Bedenken ist das Concern. Bedenken Genau, ist Objection und das Concern. Genau, und Bedenken ist das Mildere. Ja, genau. Und ein sozusagen. Argument als Objection zu identifizieren. Und nicht nur Ja, als und dann konnte es Concern. aber auch ein Argument zu der, also ein Einwand das zum war dann Einwand so ein geben. Interception-Moment. Wir gingen irgendwie so 3, und dann- 4 Schubladen dann- runter. Ja.
und dann alles wieder hoch. Genau, und das ist halt super mechanisch, dass ich auch in der Moderation gar nicht mal so frei agieren muss, sondern eigentlich sogar am Whiteboard dann mitschreibe, auf welcher Level von der Argumentation wir jetzt sind, und dann löst sich das auf und dann frage ich das ab und dann machen wir eine Runde und dann gibt es Daumen hoch oder nicht und dann geht es wieder eine Stufe zurück. Aber auf der Makroebene ist das halt ein sehr loser Baukasten. Und würdest du jetzt sagen, dieses Mechanische schreckt einige Leute ab? Das ist wie Mathe. Ja. Weil da muss ich mich eventuell reindenken. Und ein bisschen, beziehungsweise es schreckt erstmal ab, weil es so viel wirkt. Und ich finde auch da am James und Lilly aber einen sehr schönen Workshop drum designt, das tatsächlich auch praktisch erlebbar zu machen innerhalb des. Weil ansonsten, wenn du es nur theoretisch lernst, wie ein PMI-Examen oder sowas, kommst du da nicht ran. Also ich glaube, dann ich glaub, 80-90%. man würde dann halt denken, ja, schon klar, habe ich verstanden, weil manches ja auch Common Sense ist, wie sie auch sagen. Und durch das Ausprobieren war es dann aber so, okay, das gehört auch noch dazu. Und dann haben wir das ja auch in kleinen Gruppen noch ausprobiert. Mit diesem eben Identify Objection war das, glaube ich, dieses Muster. Und das war dann mussten wir schon nochmal nachlesen, so, hey, wie jetzt? Und wenn du jetzt in den Details, die Feinheiten. Und dieses Spiel finde ich sehr, 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 sehr cool eigentlich, dass es halt sehr lose ist, also sehr leicht anzuwenden und dann aber auf die Details ankommt. Und das ist halt für viele, glaube ich, dann sehr abschreckend, weil sie dann merken, da gibt es so viele Kleinteile, muss ich die alle auf dem Schirm haben? Nee, natürlich nicht. Aber du musst ein bisschen lernen, wo du den Fokus setzt. Ne? Also wann du dann doch drauf achten musst und dann einmal sagen musst, nee, wir brauchen aber diesen Aspekt jetzt und bei dem Rest können wir locker sein. Ne? Diese Dynamik zwischen sehr spezifisch, sehr, sehr korrekt zu sein und dann wieder den Raum aufzumachen, das ist auch meine Erfahrung, fällt ja vielen schwer, die vor allem für den, jetzt sind wir ganz abstrakt, aber für den komplizierten Raum ausgebildet wurden, ne? So Ingenieurswesen und sowas. Und wo wir dann halt als Coaches, als Scrum Masterin und so weiter, ja für eine komplexe Domäne, wo du diese Dynamik ständig hast. Ne? Du machst Raum auf für Experimente, machst den wieder zu, um auszuwerten und dann machst du ihn wieder auf. Ne? Ja, und was du meintest mit dem Erklären, ob das nicht manchmal schwer ist, das dann zu erklären, was es jetzt ist. Also das mache ich ja nicht. Ich sage manchmal, ja, wir machen jetzt hier den S3 Driver und dann die Leute, die mich schon kennen und mit denen ich schon länger zusammenarbeite, die wissen dann schon, was los ist oder die jetzt bei Lexware schon länger arbeiten. Aber jetzt vor ein paar Monaten ist ein neuer Kollege gestartet und der wusste halt überhaupt nicht, was los ist. Und dann habe ich es ihm kurz erklärt und er meinte, ach so, das ist ja wie dieses Google Golden Circle Why, How, What. Das ist Simon Sinek übrigens, aber alles durcheinander, geil. Ja gut, und die Werkzeuge sind ja nicht alle brandneu, ne? Die sind natürlich irgendwie und haben sich ja auch untereinander inspiriert. Ja, genau, so muss man es eher sagen. Ne? Klar, eine Consent ist jetzt nicht S3-Erfindung. Nein. Und S3 ist ja, wie gesagt, es hat ja auch die 3.0 schon netterweise im Namen. Sie verweisen ja auch sehr stark auf die Historie. Und dazu vielleicht den kleinen Abriss. Und ergänzt mich gerne, wenn ich was Falsches sage. Soweit ich das aber noch im Kopf habe, ist es ja vor allem aus dem soziokratischen Kreismodell entstanden. Daraus hat sich dann Soziokratie in der ersten Version abgeleitet. Dann haben wir so ein bisschen Influence dadurch. Parallel Holacracy bei Seppos und das dann wieder reingefädelt in S3. Ne? Vor allem dann aber auch Lean und agile Elemente. Ne? Also es geht auch ganz konkret diesen operativen Teil in S3 mit Retrospektiven und so weiter, wo man ganz stark auch Scrum- und Kanban-Einflüsse halt merkt. Das klingt plausibel. Ich muss sagen, so dieser geschichtliche Teil von der Fortbildung war immer nicht so das, wo ich mich am meisten weil der gibt mir die Sachen, die ich benutzen kann tagtäglich. Mein Team interessiert es nicht so genau, wo das herkommt. Die wollen was funktioniert. Aber es klang plausibel, was du erzählt hast. Gut, aber genau, diesen Strang. Und das hat sich alles gegenseitig beeinflusst und das fand ich auch, also nicht nur beim Kurs, sondern auch grundsätzlich im Material auch drin, dass diese Verweise immer auch wieder gemacht werden und da offen auch mit den Quellen Inspiration umgegangen wird. Das ist ja schon die 3.0 im Namen, ne? Deutet ja schon drauf hin. Wo du das gerade, du hast es angesprochen, Alex, aber würde mich interessieren, Elissa, wie sind denn deine Erfahrungen so mit diesen Aspekten des Kreismodell, Organisationsstruktur, Dingen, der Domain gehören natürlich auch irgendwie dazu rein, wobei das auch anders auch einsetzbar ist und so. Experimentiert ihr da auch? Ja, also bei so vielen Teams, wie wir jetzt mittlerweile sind, die selbst organisiert sind, brauchen wir natürlich, also experimentieren wir immer wieder.
Und da ist S3 auch nach wie vor eine hilfreiche Quelle, um zu schauen, hey, vielleicht könnte das für uns funktionieren. Und ich finde es an der Domäne so schön, dass die ja skalierbar ist von einer Initiative, irgendwie die und die Sache wollen wir unbedingt kommunizieren im Marketing im nächsten Jahr. Gut, wobei das ist ja schon dann, das sind ja dann schon mehrere Leute. Also was ich so cool fand bei der Domäne war, das kann ja so klein sein, dass es für eine Person ist, schön. dass es was diese Person antreibt, aber es kann auch insgesamt sein, deswegen gibt es uns hier als Organisation, das machen wir Sinnvolles, was wir in die Welt raustragen. Also die Domäne ist auf jeden Fall sehr wichtig und dann gibt es ja noch diese verschiedenen Circle bei S3 und da haben wir auf jeden Fall auch schon einiges erfolgreich vertestet, was wir jetzt weiter nutzen. Cool. Da würde ich gerne gleich nochmal weiterfragen. Einmal nur kurz rein, weil ich mich gerade gefreut habe, weil das ist tatsächlich, also selbst für mich überraschend, aber das ist mit der Zeit, über die Zeit, mit der ich mich mit S3 auseinandersetze, der Aspekt, den ich am meisten weitergegeben habe in Coachings, Beratungstrainings etc. Und zwar die Definition von Rolle, Domäne und Team. Und die finde ich so schön einfach und verständlich. Du hast halt eine Domäne, das ist eine also eine Umrandung für ein Set von Verantwortlichkeiten. Der Verantwortungsbereich. Ein Verantwortungsbereich, genau. Und wenn der von einer Person übernommen wird, dann ist das eine Rolle. Und wenn das eine Gruppe macht, dann ist das ein Team. Ja, also es geht mir ganz ähnlich wie dir, dass ich denke, das ist so super. Also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und dann diszipliniert sein, nicht wieder in Rolle und Team und so zu rutschen. Irgendwie, ja, Team 9 macht XY, sondern nee, das ist die Domäne, Up- und Cross-Sell. Ja, die sind dafür verantwortlich. Und Team 9 hat diese Domäne oder kümmert sich um diese Domäne, aber es kümmert sich auch noch um 2 weitere Domänen unter Umständen. Ja. Und das bringt mich auf einen anderen Aspekt und dann gehen wir vielleicht nochmal wieder zurück. Das S3 macht an ganz vielen Stellen eine Teilung in 2 Bereiche, die ich so in vielen anderen Konzepten, Frameworks, Methoden nicht gefunden habe, der ganz häufig auf Probleme und Fragestellungen von Kunden von mir passt. Das ist zum Beispiel auch so, was ist ein Team, was ist eine Domäne? Also diese Trennung, es gibt diese Leute, ne, Einzelpersonen und Gruppen und es gibt den Bereich der Verantwortung und das ist getrennt. Also du hast ja gesagt, ihr seid schon 300. Ich habe sehr viele Kunden unter Kleinunternehmen und Mittelstand, die halt in der Wachstumsphase drin sind, von einem sehr kleinen Unternehmen dann gerade so, dass sie den Überblick verlieren und Hierarchien einziehen müssen irgendwie, um das hinzubekommen. Und denen dann klar zu machen, ja, der Per hat das früher gemacht und darum ist das sein Ding. Nee, Per hat Verantwortung übernommen und die können wir auch jemand anderen geben. Und Per kann auch mehrere Hüte aufsetzen. So, ne? Und das trennt S3 so schön, so sinnbildlich, mit einer Rolle, mit einem Hut auf. Ne? Und in die Menschen, die die Aufgabe übernehmen und die in die Aufgabe selbst. Ein anderes Beispiel für mich ist die Unterscheidung zwischen Governance, also die Verwaltung und der Systembau und das Operative. Ne? Was halt auch ganz häufig immer vermischt wird und dann kriegen die Leute Probleme in der Kommunikation oder auch im Alltag, ne? Wenn ich jetzt vor allem bei Führungsrollen, gehen wir wieder auf die Rolle, aber bei Führungspositionen sehe ich das ganz häufig, dass die diesen eingebauten Dualismus haben, weil sie halt Governance-Aufgaben und operatives Geschäft den Leuten zusammen reinschmeißen. Die sind aber anders getaktet. Ne? Operativ hat eine andere kurzfristige Prio, wo die Leute helfen müssen als Lead. Und Governance, ne, Strukturgestaltung, One-on-Ones, Gehaltsgespräche und sowas, das fällt dann hinten runter und haut dann hinten in die Rechnung rein, weil die Leute nicht zukommen. Und S3 hat da an ganz vielen Stellen diese schöne, also eine sehr interessante Teilung drin und dazu aber eine klare Definition und Formulierung. Und wohin wolltest du jetzt zurückspringen? Ich überlege gerade. Ich habe den Faden verloren. Wo haben wir denn davor drüber gesprochen? Ansonsten, auf Domain wollte ich so. Genau, Per weiß das. Du weißt das, glaube ich, ne? Dass wir im Agiler Norden auch mit S3 organisieren. Also wir nutzen wir haben nämlich eine Pfirsich-Organisation tatsächlich. Und das wusste ich nicht. Das wusstest du nicht? Ist das ein offizieller S3-Begriff? Ja, das ist die Peach Organization. Ja. Aha. Die Pfirsich, für alle Nicht-Eingeweihten. Also, Elissa, du hast es ja schon erwähnt, es gibt halt die Kreisstrukturen und S3 basiert ja auch auf dem soziokratischen Kreismodell, wo halt
bestimmte Verantwortungen mit auf Gruppen und dann in Kreisen organisiert sind. Diese Kreise sind verlinkt, also haben Verbindungen, die gibt es in unterschiedlichen Sorten, einfach, doppelt, und delegiert und bla. Und alles einzelne Muster. Und es gibt dann, wenn mehrere Kreise verbunden werden, entstehen bestimmte Strukturen und einige sind prototypisch von S3 auch benannt. Unter anderem der Pfirsich, weil der Pfirsich hat einen harten Kern und eine weiche Schale drumherum und der ist halt im Raum. Und diese 3 Ebenen haben wir auch. Wir haben tatsächlich in der Mitte die zentrale Verwaltung, die Governance-Struktur von unserem Verein mit Vorstand, Schatzmeister, der auch zum Vorstand gehört, und den Kernmitgliedern, die dann auch organisatorisch, also verwaltend auch ein Stimmrecht haben. Und wir arbeiten ja dann auch mit ehrenamtlichen Leuten. Das sind teilweise Mitglieder, da haben wir die Rollen auch wieder, weil in unterschiedlichen Akteuren dann drin sind. Hier zum Beispiel ist Schatzmeister Mitglied und hier bei uns jetzt bei Future Skills im Orga-Team. Hat dadurch also mehrere Hüte auf, aus denen er reden muss. Und dann haben wir die Peripherie, also den Markt, den wir bedienen nach außen hin. Und haben dann ganz viele Kreise drin, die halt nur mit Mitgliedern besetzt sind, mit Mischform, wo wir nur das Mindestmaß an Mitgliedern haben, also Delegierte, die den Verein vertreten, in diesem Subkreis und so weiter. Wir haben tatsächlich einen Pfirsich. Ja, und gerade da ist ja, also nicht, dass wir das super konsequent durchsetzen und sowas, ne, aber gerade da fand ich auch wieder das Thema Domäne, ne, welche Verantwortung übernehme ich hier jetzt gerade im Ehrenamt, ne, ist ja total wichtig, das irgendwie gut geschärft zu haben für sich auch, ne, was für ein Commitment gebe ich jetzt hier gerade ab, was für eine Verantwortung übernehme ich bei kleinen und größeren Aufgaben im Verein, ne, ist jetzt nicht so, dass wir das alles so perfekt leben, wie man sich das vielleicht wünschen würde, ne? Aber ich finde, wir sind da schon relativ konsequent. Ja. Weil es halt auch so leichtgewichtig ist. Ne? Also wir haben wirklich eine Basisversion, weil mehr brauchen wir nicht für die 2 Mal, die wir uns im Monat treffen. Aber ja, es genau. bringt also wir haben jetzt Struktur, hier die nicht, hilft. weiß nicht, ich habe noch so ein klassisches, auch so ein quasi, gibt es ein Domain Canvas, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber da war so ein bisschen, was sollte man sich überlegen. Genau, es gibt eine Schablone, die vorgibt, so welche Schablone, Aspekte genau. sollst du ausfüllen. Ja. Ne? Und da gibt es dann ja auch so, ne, wie oft wird dann das überprüft Ja. und sowas und macht die Person, die die Rolle oder das Team, was diese Domäne jetzt gerade beackert, macht die das gut oder nicht und so. Also das haben wir jetzt alles nicht im Detail ausformuliert und ausspezifiziert. Aber wir haben die Schablone da und da, wo es notwendig ist, haben wir auch die Aspekte ausgefüllt. Ne? Und den Rest haben wir absichtlich offen gelassen, weil wir ihn jetzt nicht brauchen, aber erst da, wenn später die Leute hinkommen. Und das bringt mich auf einen anderen Aspekt, den ich auch... Genau, und Elissa Aber habt ihr da auch für euch irgendwie einen Rhythmus, wie ihr drauf schaut? Ist es eigentlich noch aktuell? Also ist das noch die Domäne und funktioniert es noch so mit dem, was wir uns überlegt haben an, keine Ahnung, Verantwortlichkeiten, Ressourcen und so weiter? Ja, Oder ist es ja, haben wir. Ja. In 90% der Fälle haben wir einen Rhythmus auch festgelegt. Teilweise ist der auch gesetzlich geregelt, zum Beispiel beim Vorstand. Also der Vorstand ist ein zentraler Kreis bei uns und der muss halt in einem gewissen Tonus gewählt werden und damit auch auf die Probe gestellt werden. Ne? Und, wer macht das? Ist das alles in Ordnung? Wer möchte das weiterhin machen? Und bei den anderen Rollen, ich würde nur behaupten, da müssen wir ganz ehrlich sein, dass die Rhythmen zu lang sind. So, und wir begründen, unsere Begründung ist halt, dass wir ehrenamtlich uns halt relativ wenig treffen. Dadurch sind die Zyklen relativ lang. Aber wir haben zum Beispiel bei uns hier in dem Kreis, der Future Skills organisiert, halt einmal im Jahr im Frühjahr auch ein regelmäßiges Orga-Treffen, wo wir dann die inhaltliche Planung machen, uns alle in die Augen schauen, wollen wir das so noch weitermachen, wollen wir Änderungen haben, möchte einer rein, raus, etc. Dann, genau. Also da haben wir auch einen festen Rhythmus, wo wir auch diese Domäne besprechen. Was wollen wir machen? Wie wird das Format verändert? Ne? Und was ist auch bei uns der Treiber? Also wofür machen wir das? Und daraus leitet sich dann auch ab relativ einfach, was wir umsetzen und was nicht. Ne? Technische Spielereien, Rhythmus, ne? Und so weiter. Genau. Ja. Und dann haben wir ja dankbarerweise also den Auslöser also als Mitgliederverwaltungsteil der Mitgliederverwaltung wird dann auch immer geguckt. Ne? Also ich mache das auch, geguckt, wer ist denn hier an Person, in welcher Rolle, in welchem Team gerade unterwegs, sodass das immer aktuell gehalten wird und so. Ne? Das ist jetzt nicht das ist nicht das Überdenken der Domänen und so, passiert in anderen Momenten, aber immerhin ist das mal der Auslöser, um zu erkennen, hier stimmt was nicht. Genau. Ja, und darauf wollte ich nämlich ein weiterer Aspekt, den ich bei S3 so toll finde, ist, dass
die Feedback-Schleifen in alle Patterns, wo es auch wirklich notwendig ist, auch eingebacken sind. Ne? Und das ganz klar kommuniziert wird, auch in den Pattern-Beschreibungen, das ist ein zentraler Aspekt. Die Dinger sind nicht in Stein gemeißelt, sondern Rollen, also die Besetzung von der Domäne selbst, die haben alle ein Verfallsdatum. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es wird jedes Mal wieder durchgelaufen. Es gibt überall Schleifen, die wir durchlaufen, ne? Wo wir dann gucken, brauchen wir das noch, kann das weg, müssen wir das anpassen. Ja, und dann greifen die Methoden, die einzelnen Patterns wieder ineinander, ne? Weil wie mache ich das? Naja, indem ich halt eine Runde mache, oder die muss ich moderieren, dafür habe ich ein Entscheidungslogbuch, ne? Dafür habe ich einen Bookkeeper für die Logbookkeeper ist, glaube ich, die spezielle Musterrolle dafür. Ne? Und so greifen die dann doch wieder ineinander. Ach, ich finde es gut. Merkt man gar nicht, ne? Merkt man gar nicht. Also meiner Erfahrung nach ist das eine der Herausforderungen bei so einem hohen Grad an Selbstorganisation, wie wir das jetzt leben bei uns in der Organisation und wie ich es auch schon woanders erlebt habe. Und mit S3, also so der Driver ist für mich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, die Motivation hinter den Dingen oder der Purpose, warum tun wir die Dinge. Wenn das aber jede Person, jedes Team, also es ist ja auch in S3 so gedacht, wenn mir was auffällt, dann, ich erinnere mich an dieses Zitat, dass man sich immer fragen soll, leiste ich jetzt hier gerade den größtmöglichen Beitrag mit meinem Verhalten? Und das kann sein, mein größtmöglicher Beitrag ist, ich sage jetzt nichts, oder er ist, ich sage was, aber das heißt ja, wenn mir was auffällt, dann könnte es sein, dass mein größtmöglicher Beitrag ist, was zu unternehmen, also zum Beispiel einen Driver zu formulieren. Und wenn dann aus diesem Driver tatsächlich eine Initiative entsteht, die anfängt, was zu verändern oder was zu unternehmen oder in die Welt zu bringen, dann ist es meiner Erfahrung nach eine der Herausforderungen, dass das immer noch alles aligned bleibt. Und dass irgendwie der Überblick behalten wird über diese verschiedenen Initiativen und auch das Haltbarkeitsdatum noch irgendjemand im Blick behält. So, wann wollten wir denn überprüfen, ob das jetzt überhaupt, also ob dieses Experiment erfolgreich war? Ich hatte jetzt gehört, ihr seid ungefähr 300 Leute, ne? Immer noch der Geschäftsführer macht sehr viel, ihr seid relativ flach organisiert bisher gewesen und jetzt hast du schon gemeint, jedenfalls habe ich das gehört, die mit den Kreisstrukturen, also alle Muster, die zu den Organisationsstrukturen gehören, da experimentiert ihr auch noch so ein bisschen. Habt ihr da euren Modus schon gefunden? Und wenn ja, was macht ihr, wie seid ihr da gerade organisiert? Also ich würde sagen, ein großer Vorteil ist, dass wir von Anfang an selbst organisiert gestartet sind. Also da war ich jetzt noch nicht dabei, aber 2012, also vor 13 Jahren, haben sich eben aus dem Lexware On-Premise-Bereich hat sich, glaube ich, ein Team, was sogar nur hat sich rausgelöst, hat gesagt, wir glauben, Cloud ist die Zukunft, wir wollen das jetzt hier mal ausprobieren und haben dann wirklich auf der grünen Wiese angefangen und da von Anfang an mit Scrum gearbeitet. Und an irgendeinem Punkt wurde dann aber Scrum alleine, hat halt nicht mehr gereicht, sich noch zu koordinieren über x Teams hinweg, wie es bis dahin war. Auch ein Scrum of Scrums gab es mal, hat aber dann auch nicht mehr ausgereicht. Und da kam dann vor ein paar Jahren S3 noch mit ins Spiel und ich würde sagen, wir nutzen das S3 eben auf der Ebene vom Werkzeugkoffer in den kleinen Dingen im Alltäglichen und dann aber auch wieder auf der großen Organisationsebene und arbeiten da eben auch mit Domänen, die dann dass mehrere Teams auf eine Domäne einzählen. Es gibt solche Governance Circles bei uns, die eben solche Governance-Entscheidungen treffen und genau, da sind wir aber im Inspect- und Adapt-Modus, also gibt auf jeden Fall ohne das. Sicherlich bleiben wir da noch in dem Zyklus von Plan, Do, Check, Act. Und ist ja auch ein etabliertes Muster auch in S3, ne? Diese Zyklen haben wir ja gerade besprochen. Super spannend. Ne? Und auch das, was wir auch schon erwähnt haben, ne? Diese Trennung von Governance und Operations, dafür Strukturen. Und ein Disclaimer an der Stelle, weil du es jetzt mehrmals gesagt hast, ihr seid so selbstorganisiert. S3 funktioniert auch ohne Selbstorganisation. Ne? Das finde ich gerade herausstechend bei vielen auch modernen Ansätzen ist das mehr oder weniger gegeben oder schwingt zu stark mit. Ne? Das funktioniert nur richtig gut, wenn ihr selbstorganisiert seid und Command und Control nicht. Im Zweifelsfall funktioniert S3 auch mit Command und Control. Wenigstens, um da reinzugehen und zu starten, weil sonst hast du gar keinen Hebel oder irgendwas, wo du einen Griff dran kriegst. Aber es funktioniert auch mit unterschiedlichen Ausprägungen von Selbstorganisation und Freiheitsgraden, ne? Weil nicht alle Unternehmen sind dafür jetzt schon bereit,
aus unterschiedlichen Aspekten heraus sich selbst zu organisieren. Das muss man ja auch lernen. Und vor allem, finde ich auch mein Lieblingsmärchen, Selbstorganisation, oder genau, das ist nicht das Märchen, sondern das zu übersehen eher. Selbstorganisation muss von oben angesagt werden. Weil die meisten Unternehmen sind ja auch hierarchisch aufgebaut immer noch. So, wenn die ändern wollen, dann muss das auch mit Ansage passieren, sonst klappt das nicht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was Soziokratie ist, welche Erfahrungen wir damit haben, wo wir darauf achten müssen, was uns besonders aufgefallen ist, wo es herkommt. Die Sendung heißt aber ja Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Welche Aspekte von S3 sind für dich dann herausstechend und besonders relevant in der heutigen Zeit, auch mit Blick auf die Arbeitswelt der Zukunft? Ich würde sagen, das, was für mich auch am zentralsten ist bei S3, ist das Thema Selbstverantwortung, also durch so Bewusstsein für das eigene Denken und Handeln, die eigenen Motivationen hinterfragen und dann auf der Motivation aufbauend ein sinnvolles Handeln entwickeln. Ich glaube, gerade in Zeiten, wo ChatGPT dir auch Antworten gibt, ist es noch viel wichtiger, sich zu überlegen, was ist jetzt wirklich meine Meinung dazu und meine Expertise. Ist das eine, und das andere ist dann dabei, also da irgendwie einen eigenen Standpunkt haben und gleichzeitig offen bleiben für andere Perspektiven und die auch einladen. Und ich glaube, oft erscheint uns ja das erstmal als die eine Wahrheit, was wir jetzt gerade denken, und ich glaube, da werden wir auch hinerzogen teilweise in der Schule und so weiter, da vorne an der Tafel. Das ist die Wahrheit. Genau, es gibt eine Lösung und wenn du die reproduzierst, dann ist alles gut. Aber also gerade heute stimmt das halt überhaupt nicht mehr. Und deswegen offen dafür zu sein und positive Erfahrungen damit zu machen, eigentlich kann meine Idee oder mein Vorhaben kann nur besser werden, wenn ich Feedback einhole. Und wenn es nur so ein kleines Quäntchen ist, was es besser wird. Und ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige Fähigkeiten für die Arbeitswelt der Zukunft. So, die eigene Motivation hinterfragen und darauf ein sinnvolles Handeln aufbauen und gleichzeitig auch Feedback einholen und andere Perspektiven integrieren zu der eigenen. Ja. Und da möchte ich noch ganz kurz ergänzen, was wir auch schon erwähnt haben, also das nochmal festzuhalten, diesen klaren Fokus in den Treibern beziehungsweise in der Purpose-Beschreibung. Ja, weil wir sehen gerade durch KI und andere technische Umschwünge und generell auch globale Aktivitäten haben wir Veränderungen im Arbeitsmarkt. Ne? Wir haben einerseits Arbeitslosigkeit und auf der anderen Seite Fachkräftemangel. Also Situationen, mit denen wir neu lernen müssen, umzugehen. Und da hilft das, was du gesagt hast, vor allem auch in der Kombination der Aspekte bei S3, dass wir einen klaren Fokus haben und dann eine Dynamik haben, ne? Also eine Freiheitsgrade, wie wir uns dann gestalten, welche Methoden wir nutzen, wie wir unsere Organisationsstruktur drumherum bauen. Ne? Also dieses Baukastenprinzip, das uns Freiheiten gibt, aber im Kern halt Klarheit, klaren Fokus mitvermittelt als Kernaussage. Und also was ich beim S3 auch super spannend und hilfreich finde, ist dieses Argumente, also es zählen keine Meinungen und Bauchgefühle, sondern es geht um Argumente. Und ich glaube, das würde uns allen immer mal wieder gut tun, weniger so aus dem Bauch heraus zu entscheiden oder jetzt bin ich wütend, jetzt mache ich das und das, sondern wirklich so, ja, was spricht denn dafür und was spricht dagegen? Und dann frage ich noch jemanden anders, was spricht für dich dafür, dagegen, welche Argumente fallen dir noch ein? Und dann treffe ich eine gute Entscheidung, die auf Fakten basiert. Genau, und gleichzeitig sind auch meine Bedenken, also keine echten Einwände, sondern nur, was ich persönlich an Bedenken habe, so, ne, ich fühle mich damit nicht gut, relevant und werden berücksichtigt. Das finde ich das muss ich jetzt noch mit reinschmeißen, das finde ich auch so eine geniale Idee da drin in dem Konstrukt, dass ich Argumente prüfe, hatten wir schon gesagt, ob es wirklich Objections, Einwände sind. Und die werden auch in die Entscheidungsfindung einfließen. Das ist garantiert. Und wir werden auch nur eine Entscheidung treffen, wenn es keine weiteren Argumente gibt, die wir noch nicht eingearbeitet haben. Und alles andere, was wir finden, das blockiert die Entscheidung nicht. Das ist so schön. Ich habe in vielen Firmen schon Veto-Problematiken kennengelernt, wo dann einfach durch persönliche Meinungen was blockiert wird oder durch ein Empfinden oder eine Angst, die ich habe. Und da wird gesagt, ja, aber das ist keine Objection, das ist ein Einwand, ja. Und den werden wir zum Monitoring ausbauen. Das heißt, wenn du Sorgen hast, dass das Geld nicht reicht, dann werden wir eine regelmäßige Feedback-Schleife einbauen, die aufs Budget guckt. Das wird aber uns nicht davon abhalten, das zu machen, sondern es schärft halt den Rahmen. Ne? Aber der Fokus bleibt weiter. Und das finde ich so einen geilen Aspekt, der so mächtig ist und sehr viele Probleme in vielen Unternehmen lösen würde, wenn man da mal strukturiert und wieder auf diese Teilung eingeht.
So, aber genug von mir. Jetzt wollen wir noch zum Abschluss ein bisschen was von dir hören. Was sind denn deine persönlichen Future Skills? Wirst du dich noch weiter mit S3 beschäftigen an der Stelle? Also weiterbilden und nicht nur im Unternehmen auch praktisch anwenden? Oder hast du gerade andere Bereiche, du hast ja KI auch erwähnt, für dich identifiziert, in denen du dich gezielt weiterbilden wirst? Also KI ist für mich im Moment mehr so ein Ausprobieren und Rumspielen, wobei ich es auch bedenklich finde, dass es so ein bisschen Mainstream könnte, weil das ja, also es schlägt dir ja die wahrscheinlichste Antwort vor. Und am wahrscheinlichsten ist ja, was für andere schon am wahrscheinlichsten war. Und glaube aber, gerade wenn wir gute Produkte bauen wollen, dann brauchen wir ja auch das Alleinstellungsmerkmal und nicht das, was halt 80% der anderen Leute schon in ihren Produkten haben. Aber ich lasse es uns abkürzen, weil sonst reden wir jetzt nochmal eine Stunde und Das wer passt weiß, auf wie mal auch dann die Internetverbindung ist, glaube ich, eine ganz andere Kiste nochmal, KI. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Praxisschulung noch mit Lilly und James im November zum S3. Und was mich daneben noch beschäftigt im Moment ist so das Thema Rang und Macht oder auch inoffizielle Hierarchien in einem offiziell sehr flach organisierten Organisation, weil das gibt es natürlich trotzdem. Es ist trotzdem so, dass das Wort von manchen Leuten hat mehr Gewicht als das von anderen und diese anderen, deren Wort weniger wiegt, hätten aber vielleicht was Wichtiges beizutragen und eine Gestaltungskraft, die dann noch nicht sich ganz entfalten kann und zur Wirkung kommt. Und da lese ich jetzt gerade ein Buch eigentlich so mehr aus der politischen Szene, aus selbstorganisierten Projekten, die auch sagen, wir sind hierarchiefrei, aber dann gibt es da auch wieder manche, die halt deren Wort mehr zählt. Ja. Und da bin ich jetzt gespannt auf die Learnings, die ich mir darüber aneignen kann und dann vielleicht für meine Teams und KollegInnen auch gucken kann, den Rahmen anders zu setzen. Kannst du uns einmal kurz den Titel nennen, damit die Leute nachschlagen können? Ja, ich habe das auch hier liegen. Das war eine Empfehlung von einer Kollegin. Das heißt, weiß nicht, wie gut man das sieht. Warte mal, hier. Machtvoll verändern. Machtvoll verändern, genau. Wir gucken mal, wir suchen es raus und packen einen Link in die Shownotes mit rein. Ja. Genau. An der Stelle, falls du es noch nicht kennst, aber Organisationsstrukturen und auch in der Richtung von Soziokratie 3.0 ist ein Buch, was ich da gerne empfehle, The Invisible Hook, also der unsichtbare Haken von der Hakenhand. Und da geht es nämlich um die Organisationsstrukturen von Piraten. Klingt auch interessant. Die waren nämlich selbst organisiert. So, die Militärschiffe waren sehr hart hierarchisch, Command and Control, und die Piraten hatten dann sehr strukturierte Form der Selbstorganisation. Super interessant, da mal reinzugucken auch. Hattet ihr das schon in irgendeinem anderen Podcast? Irgendwie kommt mir diese Piratengeschichte jetzt doch bekannt vor. Ich hab das persönlich auch schon häufiger aufgegriffen gesehen. Ich glaube nicht in anderen Büchern, aber auch im Internet. Es gibt mehrere Videos auch darüber, wie Piraten organisiert waren, weil es so konträr ist mit dem, wie wir uns das vorstellen. Und so alles raufbollt und so weiter. Nee, es gab eine klare Struktur und es war sehr gleich geteilt. Ne? Jeder hat einen Anteil am Schatz bekommen. Der Kapitän zum Beispiel auch nur 2, aber nicht halt das 35-fache wie zurzeit ein DAX-Vorstand. Aber hier bei Future Skills die Geschichte mit den Goldohrringen von den Piraten, das kennt ihr bestimmt auch, oder? Dass das immer so viel wert war, wie sie für die Beerdigung brauchen, falls sie doch draufgehen sollen. Sehr schöne Geschichte. Ja, das ist ja dann auch wieder Selbstverantwortung und Selbstorganisation. Ja. Immerhin dafür habe ich gesorgt. Genau, in dem Buch wird auch erklärt, Piraten haben eine Gesundheitsversicherung gehabt. Ne? Augenklappen, Holzbeine und so weiter. Das war tatsächlich, es wurde was beiseite gelegt für körperliche Reparaturmaßnahmen. The Invisible Hook war das. The Invisible Hook. Okay, und damit kommen wir dann leider auch zum Ende der heutigen Sendung. Bevor ich mich bedanken darf bei dir, Elissa, hat Per noch was zu sagen. Genau, virtuell ist es ein bisschen schwierig, aber wir verschenken immer keine Weinflaschen oder Pralinen oder irgendwie sowas, sondern wir pflanzen immer einen Baum für unsere Gäste und Gästinnen. Das werden wir für dich auch machen, nicht eigenhändig, wir lassen das machen, geben wir zu, aber du kriegst ein Zertifikat und der der sammelt dann so ein bisschen CO2 in den nächsten Dekaden ein und genau. Genau, du kriegst die Koordinaten per E-Mail, dann kannst du den auch mal besuchen. Soll sehr schön sein in Mecklenburg-Vorpommern, vor allem im Frühling und Sommer. Und damit sage ich danke, Elissa Wittke, dass du mit uns S3 näher begutachtet hast. Vielen Dank, dass du da warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen Dank, Per,
also Co-Host. Und Grüße gehen raus an Tim, der heute nicht mit hinter der Technik sitzt, aber beim nächsten Mal wieder dabei ist. Und vor allem vielen Dank an euch da draußen, die heute eingeschaltet haben und fleißig bis zum Ende oder mutig bis zum Ende geblieben seid. Haut gerne in die Kommentare und in den Chat, was euch gefallen hat und vor allem, was euch nicht gefallen hat. Schickt uns ansonsten auch alles Feedback per E-Mail an info@agila-norden.de und dann der Rest, ne, Like, Subscribe, weitersagen und so weiter. Jeder Klick hilft. Wir sehen uns in der Arbeitswelt von morgen.